Hallo und willkommen zu diesem Video zur mobilen Lagerverwaltung und mobilen Nachschublager in Xentral. Wir zeigen dir, wo du die mobile Lagerverwaltung findest, welche Optionen es dort gibt und wie du mit dem mobilen Nachschublager arbeitest. Legen wir gleich los. Die mobile Lagerverwaltung findest du entweder über die Smart Search oder im Menü unter Lager mobiles Lager. Der Vorteil dieser Ansicht ist, dass sie speziell für mobile Endgeräte wie Tablets oder MDE-Geräte optimiert ist. In diesem Video hier gehen wir nicht auf jede einzelne Funktion im Detail ein, sondern geben dir einen Überblick. Los geht's mit Artikel einlagern. Im Idealfall scannst du jetzt das Etikett des Artikels, den du einlagern möchtest. Alternativ kannst du auch nach dem Artikel suchen und ihn auswählen. Wir suchen jetzt einen Beispielartikel und klicken auf Weiter. Nun wirst du nach dem Lagerplatz gefragt, auf den der Artikel eingelagert werden soll. Unterhalb siehst du eine Tabelle, auf welchen Lagerplätzen dieser Artikel bereits liegt. Wenn der gewünschte Lagerplatz in der Tabelle aufgeführt ist, kannst du einfach auf den Namen tippen, um ihn zu übernehmen. Alternativ scannst du das Lagerplatzetikett, falls vorhanden, oder gibst den Lagerplatz manuell ein und klickst auf Weiter. Gib jetzt die Menge ein, die du einlagern möchtest, und klicke wieder auf Weiter. Auf der abschließenden Seite siehst du eine Zusammenfassung. Optional kannst du hier noch einen Grund für die Einlagerung angeben. Dieser Grund würde dann auch in der Lagerbewegungstabelle erscheinen. Schließe den Vorgang mit Klick auf Buchen ab. Oben erhältst du eine Bestätigungsmeldung. Optional könntest du hier auch direkt Artikeletiketten drucken, falls das entsprechend konfiguriert ist. Wir klicken aber zurück zur Übersicht, um uns die anderen Optionen anzusehen. Artikel auslagern funktioniert ganz ähnlich wie das Einlagern, nur dass du hier Artikel aus dem Lager entnimmst. Ein Klick auf Lagerinhalt listet den gesamten Inhalt deines Lagers tabellarisch auf. Oben kannst du nach einem bestimmten Lagerplatz filtern. In der Tabelle hast du über die Icons in der Menüspalte auch die Möglichkeit, einen ausgewählten Artikel direkt ein-, aus- oder umzulagern. Mit Artikel umlagern bewegst du Artikel zwischen zwei Lagerplätzen. Beachte, Seriennummern, Chargen oder MAD werden dabei nicht übernommen. Bei Lagerplatz umlagern wird der gesamte Inhalt eines Lagerplatzes verschoben. Auch hier gilt, nur für einfache Artikel ohne Sondermerkmale. Für die nächsten beiden Optionen Schnell einlagern und Schnell auslagern gibt es eine Einstellungsmöglichkeit. Hier kannst du das Lagerverhalten bestimmen. Soll beim Schnell ein- und auslagern das Lager mit dem meisten Bestand oder das Standardlager verwendet werden. Danach kannst du beim Schnelleinlagern den Artikel, den Ziellagerplatz und die Menge angeben, um diesen schnell einzulagern. Aber Achtung, auch hier werden Chargennummern, Seriennummern und MADs nicht übernommen. Analog funktioniert es beim Schnellauslagern. Den Punkt Zwischenlager umlagern behandeln wir in einem separaten Video. Hier wird Ware aus dem Zwischenlager umgelagert. Kommen wir zum letzten Punkt Nachschublager. Diese Funktion zeigt dir eine Liste aller Artikel auf Nachschublagerplätzen, die für offene Aufträge benötigt werden. Das sind Aufträge, die nicht ausreichend von normalen Lagerplätzen bedient werden können und Ware vom Nachschublager benötigen. Zur Erinnerung, ein Nachschublagerplatz ist ein Lagerplatz, der zwar im Bestand aufgeführt wird, aber nicht für die laufende Kommissionierung freigegeben ist. Festlegen kannst du das bei der Anlage eines Lagerplatzes, indem du die entsprechende Option aktivierst. In der Tabelle siehst du den Nachschublagerplatz, den Bestand dort, die benötigte Menge für offene Aufträge und am Ende die daraus resultierende umzulagernde Menge. Klicke auf den Pfeil bei einem Artikel, um die Umlagerung vom Nachschublager auf einen Kommissionierlagerplatz zu starten. In der nächsten Maske wird die umzulagernde Menge vorgeschlagen. Hier wurde jetzt die gesamte Lagermenge vom Nachschublagerplatz übernommen. Dieses Verhalten kannst du aber auch ändern. Gehen wir nochmal zurück zur Übersicht und klicken dort auf das Einstellungs-Icon oben rechts. Hier kannst du auswählen, ob standardmäßig die gesamte Lagermenge, nur die benötigte Menge oder gar keine Menge vorausgefüllt werden soll. Wir stellen das jetzt mal auf benötigte Menge um. Darunter gibt es noch weitere Optionen, je nachdem, welches Verhalten du bevorzugst. Wenn wir jetzt den Artikel nochmal zur Umlagerung auswählen,
siehst du, dass nur noch die benötigte Menge im Feld Menge steht. Klicke auf Weiter. Wähle nun den Ziellagerplatz aus, auf den die Ware vom Nachschublager umgelagert werden soll, also ein Lagerplatz, auf den die Kommissionierer zugreifen dürfen. Du kannst dafür den Standardlagerplatz nehmen, den Lagerplatz scannen oder in der Tabelle auf einen Lagerplatznamen klicken. Mit einem Klick auf Weiter kommst du zur finalen Übersicht. Schließe den Vorgang mit Buchen ab. Die Ware wurde nun erfolgreich vom Nachschublager auf den Kommissionierlagerplatz umgelagert. Dadurch kann der Auftrag jetzt vollständig kommissioniert werden. Und das war ein Überblick über die mobile Lagerverwaltung und das mobile Nachschublager in Xcentral. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video.